Hi, hier ist Bonita von Königsklasse und ich sitze heute hier mit Tristan. Hallo, freut Hi mich hier zu Tristan, sein. schön, dass du hier bist. Ja, Tristan, erzähl mal ein bisschen was über dich. Lass uns mal ganz locker einsteigen. Ja, also ich bin Experte für künstliche Intelligenz und nicht erst seit ChatGPT, sondern schon ein bisschen länger. Ich mache verschiedene Sachen. Ich habe einen der größten Startup-Inkubatoren für künstliche Intelligenz in Europa aufgebaut. Bin Dozent für künstliche Intelligenz, für Innovation und Entrepreneurship an der Technischen Uni hier in München und berate von Unternehmen zu Städten, Regierungen im Bereich KI und vor allem KI-Strategie. Jetzt hast du es ja schon gesagt, für viele Leute kommt mit Thema AI direkt ChatGPT als erstes Keyword. Ja. Wie bist du denn da als erstes drauf gestoßen? Bei mir war es so ein bisschen über meine Leidenschaft fürs Unterrichten. Bin zum Unterrichten gekommen, weil ich selbst so ein bisschen frustriert war mit meiner eigenen Lehre. Ich habe es nie verstanden, dass Professoren, die teilweise für ihr Fach gebrannt haben, das in der Lehre nicht immer rüberbringen konnten und wollte halt dann auch wissen, ob ich es besser machen kann und mich nicht nur beschweren. Und habe dann angefangen, damals, als ich in London war, relativ viel zu unterrichten. Und eins der Fächer, die ich unterrichtet habe, war Statistik. Und Statistik sind so die Grundlagen für maschinelles Lernen, also für künstliche Intelligenz. Und weil das damals so ein Buzzword war, wollte ich mich damit mehr beschäftigen und habe damals auch einen Kurs gemacht für Applied Data Science, habe aber gleichzeitig auch eine Forschungsposition angefangen, wo es darum geht, was sind die Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und habe damals für mich gemerkt, das ist vor allem ein strategisches Thema und ein Management-Thema und was uns alle irgendwann betreffen wird. Und habe dann für mich entschlossen, ja, wenn das ein strategisches Management-Thema ist, dann muss ich, oder dann habe ich in der Akademie wenigstens verloren und muss dann in die Wirtschaft gehen. Und bin dann auch in die Wirtschaft gegangen, um viele verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Interessant. Hattest du denn das Gefühl, dass du beim Thema KI, sage ich mal, gerade bei deinen Mitstudenten oder eben auch mit Lehrenden dann am Anfang so ein bisschen auf Widerstand gestoßen bist? Weil es gibt ja viele Leute, die da sehr kontrovers an das Thema rangehen. Ja, aber ich fand das immer das Spannende. Also gar nicht so bei Mitstudenten oder bei Lehrenden, sondern ich war bei einem Startup und im medizinischen Bereich. Das war 2019 und da war es noch ganz anders und da musste man sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Ja, wenn man sagt, man benutzt irgendwie KI, um Anomalien in CT-Scans vom Gehirn zu erkennen, dann ist das für viele erstmal so, oh, was passiert da? Aber ich fand das spannend, ja? Weil ich meine, die Ängste sind da und man kann drüber sprechen und mit den Leuten versuchen, die dann aufzuklären und abzubauen. Und das ist das, was Spaß macht. Wo siehst du denn da so die Vision? Die Vision für KI in der Zukunft. Ich glaube, wir werden früher oder später alle unsere eigenen Assistenten haben. So manche Sachen, die wir vielleicht aus den Filmen kennen, werden sicherlich Realität werden. Und wenn wir dann sagen, hey, wir möchten uns auf einen Kaffee treffen, dann müssen wir nicht mehr den Termin ausmachen, sondern das machen dann unsere Assistenten für uns aus. Und wir kriegen dann vielleicht nur noch eine Notifikation auf dem Handy, wo gefragt wird, ja, passt dir dieser Termin? Und dann sagen wir ja oder nein. Oder wenn du sagst, hey, ich habe Hunger und ich komme jetzt gleich nach Hause, dann kriegt das dein Assistent automatisch mit und deine Pizza wartet sozusagen bei dir zu Hause, weil die schon bestellt wird und solche Sachen. Und das sind nur ein paar Sachen. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir auch vor allem in der Robotik viel sehen und vielleicht früher oder später werden wir unsere eigenen Haushaltshelfer haben, die gar nicht so viel anders ausschauen als wir, aber halt Roboter sind. Du hattest ja jetzt auch schon den Bereich Medizin ein bisschen angesprochen. Wo Ja. siehst du da denn die Reise? Bei der Medizin sehe ich dort vor allem die Chance, dass es Ärzte menschlicher macht, weil wenn du überlegst, Ärzte verbringen gerade sehr viel Zeit damit mit administrativen Aufgaben und teilweise bis zu 20-30%. Und jetzt kann KI zum Beispiel viel abnehmen und kann dort dann auch helfen, dass der Arzt sich wieder mehr auf die Menschen fokussieren kann. Gleichzeitig sehe ich viel im Bereich personalisierte Medizin, personalisierte Heilpläne oder auch in der Medikamentenentwicklung, dass dort geholfen wird, schneller und gezielter Medikamenten zu entwickeln. Also die Chancen sind riesig. Wie kamst du denn selber so zu dem ganzen Thema ran? Also ich meine jetzt auch wirklich auf das bezogen, du hast jetzt schon das Thema Statistik zum Beispiel angesprochen. Wie war dein Weg, sage ich mal, jetzt so von der Kindheit bis zu dem, wo du jetzt gerade stehst? Das ist sicherlich ein längerer Weg. Aber ich glaube, was mich ausgemacht hat, das habe ich ja schon vorher gesagt, ich war immer jemand,
dem es sich nicht gereicht hat, sich über Sachen zu beschweren und zu sagen, hey, das kann ich besser machen, sondern ich wollte es immer selbst ausprobieren. Und in vielen Bereichen, ich habe selbst schon auch gegründet, und genauso war es bei der Lehre. Ich wollte wissen, ob ich es besser machen kann. Und mein Traum war es irgendwie immer irgendwann mal einen eigenen Kurs zu haben. Und ich habe bin eigentlich immer so ein bisschen über meine Grenzen rausgegangen und immer mal wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen, um dahin zu kommen, wo ich sein will. Und ich glaube, das ist so wahrscheinlich der, der Common Thread in meinem Leben, den man sehen kann und dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Auch mit dem Thema Präsentieren zum Beispiel. Auch mit dem Thema Präsentieren. Also natürlich, es erfordert sehr viel Mut, vorne vor der Bühne zu stehen, vor allem, wenn man es das erste Mal macht. Und viele Leute schreckt das ab. Ja? Die denken, okay, ich habe nicht die Fähigkeiten, irgendwelche Sachen zu machen. Aber du wirst nie die Fähigkeiten entwickeln, wenn du nicht den ersten Schritt gehst und wenn du dich nicht irgendwie rausbegibst und ein Risiko eingehst. Das stimmt. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du das angehst? Also ganz klassisch, so ein bisschen fake it until you make it. Also wirklich, ja, die Sachen sich trauen, die Sachen machen. Ich sage auch immer, man erinnert sich nicht an die Tage, an denen man zu Hause geblieben ist. Das stimmt, das stimmt. Du hast ja schließlich einen Kurs, den über 1000 Studierende besuchen, also dementsprechend ein Riesenpublikum. Ja, das macht sehr viel Spaß. Es ist meine Leidenschaft. Da kommen zwei Leidenschaften zusammen. Einerseits das Unterrichten. Ich versuche immer Geschichten zu erzählen, wirklich die Leute mitzunehmen und mir zu überlegen, was kann ich erzählen, was kann ich sagen, das nicht nur ein Tag, sondern auch irgendwie ein Jahr oder 10 Jahre in den Köpfen der Leute bleibt und was kann ich machen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man als Lehrer machen kann, ist die Leute zu inspirieren. Nur wenn du es schaffst, die Leute zu inspirieren, werden sie auch anfangen, tiefer in das Fach zu gehen. Und die andere Leidenschaft, die ich habe, ist künstliche Intelligenz. Und habe da den Vorteil, dass ich das wirklich aus vielen verschiedenen Richtungen gesehen habe. Einerseits aus der Startup-Welt, einerseits aus dem akademischen und andererseits aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Es ist so vielseitig. Ich bin gerade richtig, ich höre dir gerade so gespannt zu. Ich muss sagen, das Erste, was mich da jetzt gerade auch interessiert, ist, wo kam deine Inspiration dann her? Hattest du selber jemanden als Vorbild, der dich auf diesem Weg so ein bisschen begleitet hat? Leider nicht wirklich. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich wurde eigentlich immer gepusht, weil Leute es mir nicht zugetraut haben und gesagt haben, also wie oft ich schon gehört habe, du bist nicht seniorig genug, die Sachen zu machen. Oder Tristan, das ist ja alles schön und gut, deine Ideen, die du hast und deine Träume, aber bleib mal mehr hier im Jetzt. Das waren eigentlich eher Sachen, die mich motiviert haben. Und so richtige Vorbilder, die mich jetzt viel inspiriert haben, außer jetzt irgendwie aus dem Freundeskreis und dem familiären, leider eher weniger. Also ich hatte leider nie einen Mentor, der mich irgendwie unterstützt und gepusht hat. Teilweise immer mal wieder für eine kürzere Zeit. Aber ja, mich hat es eher der andere Weg inspiriert, so nach dem Motto, jetzt zeige ich es denen aber. Also du selber als Vorbild. Ja, vielleicht ich selber da irgendwie auch ein bisschen Vorbildfunktion zu sein und da die Schritte zu gehen. Wie du es jetzt vorhin auch schon angesprochen hattest, du bist ja nicht nur am Lehren, sondern du kommst ja auch noch aus dem Start-up-Bereich. Ganz genau. Ich habe vor ein bisschen über 2 Jahren ein Startup gegründet im Yoga-Bereich. Ich bin selbst auch Yoga-Lehrer. Es war auf jeden Fall eine wilde Reise. Wir produzieren verschiedene Produkte für den Yogamarkt. Ja, ich bin einfach den ersten Schritt gegangen und das war eine unglaubliche Reise. Ist auch immer noch nicht sicher, ob es eine erfolgreiche Reise ist, wie es nun mal so ist beim Gründen. Aber man lernt unglaublich viel. Und am Ende des Tages, egal ob es erfolgreich war oder nicht, muss ich mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht ausprobiert habe oder nicht mal gemacht habe. Und ich glaube, es gibt mir auch in der Arbeit, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel mit Startups zu arbeiten oder so einen Startup-Inkubator aufzubauen oder über Startups zu unterrichten im KI-Bereich, ein ganz anderes Standing, weil ich einfach diese Empathie habe. Ich kann mit den Gründern und mit den Leuten mitfühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, solche Schritte zu gehen und manchmal auch allein zu sein oder dass es nicht immer alles positiv ist. Was ist denn so dein Get-Go, sage ich mal, was du eben jungen Gründern gerne mitgeben möchtest oder wo du eben ja, einfach deine Lehren gerne weitergibst? Ich glaube, so eine der wichtigsten Sachen ist, die ich gelernt habe,
man sollte keine Entscheidungen treffen, weil man Angst hat. Und ich glaube, das kann man sich nicht nur auf den Startup-Bereich beziehen, sondern generell. Wenn du überlegst, wie viele Entscheidungen wir treffen, weil wir vor irgendwelchen Sachen Angst haben und dann die Sachen nicht machen. Wirklich einfach mal probieren und den ersten Schritt zu gehen, ist unglaublich wichtig. Und dann eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in der ganzen, ist ein unglaubliche Achterbahnfahrt, ein unglaubliches Auf und Ab. Und da auch so ein bisschen auf sich selbst zu achten. Ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Yoga-Welt, so ein bisschen ja, Meditation und Achtsamkeit kann einem sehr helfen, weil eine Startup-Reise ist so eine wirklich harte Reise und man braucht sehr viel Resilienz, weil es passieren ganz, ganz viele Sachen, die man normalerweise nicht erleben würde. Und immer, wenn irgendwas passiert, Positives, aber vor allem auch Negatives, dann kommt das immer zu dir. Und normalerweise bist du das nicht gewohnt, wenn du Angestellter bist. Aber das macht was mit dir und du lernst unglaublich viel dabei. Und da einfach durchzugehen und weiterzugehen, ist, glaube ich, was einem sehr viel gibt, aber man braucht auch sehr viel Kraft. Und deswegen muss man auch verstehen, wann es mal wichtig ist, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen und zurückzuziehen. Wie baust du dir deine Resilienz da auf? Ich versuche mir ganz aktiv wirklich Me-Time zu nehmen, wo ich dann mal ins Spa gehe oder glücklicherweise hat meine Familie so eine alte urige Hütte in den Bergen und die ein bisschen nutze oder Familie und Freunde, um wirklich auch Kraft zu tanken und das nicht unbedingt sehen als, sowieso nicht als Schwäche, aber wirklich das irgendwie auch aktiv zu nehmen, weil manchmal braucht man die Zeit und es ist sehr, sehr wichtige Zeit, damit du nachher aufgeladen weitermachen kannst. Und interessanterweise kommen mir oft immer auch so, ja, die besten Ideen gerade in der Zeit, wo ich nicht intensiv arbeite, sondern wo ich eher mal am Entspannen bin. Gibt es denn im Alltag, wenn du jetzt eben gerade eine heiße Phase hast, gibt es kleine Riten oder kleine Gewohnheiten, die du für dich etabliert hast, um so ein bisschen wieder in deine Mitte zu finden? Ich glaube, es ist so einfach wie einfach so ein bisschen mal wieder tiefer und bewusster zu atmen, aber auch mal rauszugehen und spazieren zu gehen und nicht den ganzen Tag vom Computer zu sitzen oder im Büro zu sitzen, sondern sich wirklich auch die Pausen zu nehmen und das hilft schon mal auch viel. Gibt es da noch was anderes, wo du sagst, das mache ich unglaublich gerne, einfach mal um aus dem Ganzen so ein bisschen rauszukommen? Feiern. Feiern! Sehr gut. Ja, man muss Erfolge auch feiern, man muss auch feiern gehen können. Ja, das Leben ist kurz, also muss man das Beste draus machen. Das stimmt. Was hörst du denn gerne für Musik? Ich bin ja eher so der Techno-Mensch. Sehr gut, sehr gut. Sehr sympathisch. Ja. Ja, cool. Du, dann danke ich dir auf jeden Fall für diese kleinen Insights, auch Ja. nochmal ins Private. Und ja, Tristan, vielen, vielen lieben Dank, dass du das mit unseren Zuschauern so ehrlich und offen geteilt hast. Ja, danke, hat mich gefreut, war schön hier zusammen. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Ciao, ciao. Ciao.